So, hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Projekt auf der Landerzoom. Die Karte ist dabei gar nicht mal so wichtig. Die hat nur gerade irgendwie gut gepasst oder war mal was anderes, hat mir oder uns gefallen für dieses Projekt, was wir da vorhaben. Wir haben kleine Änderungen vornehmen müssen, aber das andere ist alles eher an Skripten angepasst worden. Dabei schon mal vielen Dank an den Forever, der da mitgeholfen hat zeitweise. Und natürlich auch das restliche LS Real Team. Hier wird es wahrscheinlich dann so ablaufen, oder so ist es geplant, dass ab und zu, also das Spiel ist diesmal eher im Singleplayer, aber ab und zu kommen dann Gäste dazu, sowie vom LS Real Server oder auch Forever oder so, die dann vielleicht mal reinschauen oder auch mal mithelfen, aber im Großen und Ganzen geht es ja hier darum, was man erwirtschaften kann. Ihr seht ja oben rechts, wir haben jetzt null Geld, also 0 Euro. Alles, was wir haben, ist hier ein Plumpsklo und ein Zelt auf diesem kleinen fetzen Land. Naja, das hintere gehört noch dazu, das Stückchen hier. Und halt diese Plattform, was wir uns dann erweitern. Und auch das Kreditsystem ist angepasst worden. Das heißt, wir haben ja auch wieder Regeln. Wir können Felder kaufen oder auch pachten. Wir können auch Fahrzeuge mieten. Das werden wir wahrscheinlich sehr viel tun müssen. Und wir haben Jahreszeiten, alles ganz normal, wie sich das gehört. Und ich zeige euch das jetzt gerade mal. Wir haben ja jetzt null und mit dem Zelt und dem Plumpsklo und dem kleinen Fetzelchen Land, was wir da haben, können wir jetzt einen Kredit aufnehmen von Maximum 12.300. Das werden wir jetzt auch tun, denn mit irgendwas müssen wir ja anfangen. So, wenn wir jetzt hier zum Beispiel ein Jahr eingeben, monatliche Rückzahlung 1061, ja, Zinsen wären dann sehr wenig, wenn wir jetzt hier 2 eingeben. Sieht man hier, sind die Zinsen natürlich etwas mehr, aber das ist jetzt auch nicht so relevant. Wir werden jetzt mal 2 eingeben, denn diesen Kredit möchte ich möglichst schnell wieder loswerden. Das ist jetzt praktisch unser Startkapital, da wir ja kein Feld und nichts haben. Und also es soll real sein, aber ich möchte natürlich auch jetzt hier nicht mit einer Sense oder so was anfangen und irgendwie äh, hat mal jemand gemacht, Gras mähen mit einer Sense und dann einer Motorsense und sowas bis zum Umfallen und das verkaufen, aber äh, das ist ja, der hat dann aber alles Feld schon gehabt, was ich dann auch irgendwo blöd finde. Also ich wollte das dann schon alles irgendwie erarbeiten. Es wird so sein, dass ich nicht alles livestream, sondern dass ich dann auch viel mit Zeitraffer arbeite und auch mal mit Helfer und Cosplay. Ähm, Das Jahr hat ganz normal 12 Monate, wie sich das gehört. Und jeder Monat hat 2 Tage. Einer wäre ein bisschen wenig, gerade so in der Endzeit. Und deswegen 2 Tage. Und hier auf dem Rest von dem Fetzen sind Zuckerrüben drauf.
Die müssten wir eigentlich pflügen, aber das lassen wir mal so. Haben wir halt etwas weniger Ertrag, denn wenn ich die jetzt umpflüge und neu sehe, kostet mich das auch nur Geld. Hier sind ein paar Rehe. Wir werden jetzt mal zum Händler jumpen, vorbei am Landhandel ist es, meine ich, da oben. Also ich habe schon mal ein bisschen, ich kenne die Map nicht wirklich so, wie jetzt manch andere. Ich habe mal angefangen schon ein bisschen reinzuspielen, ob das machbar ist. Ich muss natürlich dazu sagen, jeder hat da vielleicht andere Vorstellungen, wie er sowas machen würde. Jetzt muss ich gerade mal schnell in der Karte schauen. Wie es genau heißt. Jetzt wird natürlich das Spiel gespeichert. So, Gras einblenden. Also, ihr seht da jetzt auch mal die ganze Karte. Also hier, das ist da, wo das Zelt steht, also unseres. Das ist alles, was wir haben. Und das hier oben, das müsste 20 ist der Händler. Was ist das für eine Nummer? Das sieht man voll lauter. 15 meine ich, ja. 15, 15, 15 hier außen ist es aufgeführt. Das ist die Getreide AG. Ich wusste nicht mehr, ist es Landhandel oder sowas. Ist schon wieder aus Zeitgründen ein paar Tagen her, wo ich das hier so ein bisschen angetestet habe. Ja, ich habe es dann auch ein, zwei Tage durchgespielt, aber sowas Umfangreiches, das kann man nicht wirklich komplett vorbereiten oder vorspielen. Das muss man dann schon auf sich zukommen lassen und das Beste draus machen. Ich hoffe, dass das funktioniert. Hier haben wir ein Deuka-Silo bei der Getreide AG stehen und was es auch sonst noch alles gibt. Wir gehen jetzt aber zum Händler rüber. Ich renne jetzt da zwar mal hin, aber ich denke, wir werden schon auch mal, wenn man mehrere Fahrzeuge hat, dann switchen, da sich das doch sonst zu sehr in die Länge zieht, auch für den Zuschauer. Und wie ich schon erwähnt habe, natürlich, dass es auch für den Zuschauer nicht so langweilig wird, dann auch mal äh, mit Schnellvorlauf und die Sachen dann zusammenfassen. Also das Hauptprojekt wird auf YouTube sein. Ich starte jetzt hier bei Twitch und mache dann, wie auch bei unserem realen Serverspiel, mache ich immer die Folgen bei YouTube draus. Die sind dann gerendert und geschnitten und hier bei Twitch ist es jetzt sozusagen live. Ja, also wir haben jetzt 12.300. Das ist nicht wirklich viel. Wir haben also hier Felder pachten. Das Skript mussten wir abändern, dass es etwas realer passt mit den Kosten. Also wir haben in Deutschland, gut, es gibt bestimmt auch Gegenden, wo das anders da ist, so zwischen 200 und ich sag mal 600 Euro Pacht pro Hektar. Und ja, wir müssten jetzt so bei 400, 450 Euro rumliegen. Also wir haben etwas mehr wie der Mittelwert genommen. Kommt ja auch immer auf die Böden drauf an und so weiter.
Und dann hier haben wir das neue Bankkreditsystem drin. Das musste man auch abändern, denn dieses Kreditsystem, das meint, wenn man Pachtflächen hat, dass einem die Fläche auch gehört, was natürlich nicht so ist. Und dieses Kreditsystem, dieses funktioniert so, dass wenn einem was gehört, dann rechnet es da von Land, Maschinen, meine ich, gehen auch mit rein, 60%. Und darauf kann man dann praktisch, ja, so ähnlich wie in Real auch, wieder Geld aufnehmen. Und dadurch, dass wir auch viel pachten werden äh, und uns das nicht gehört, haben wir das jetzt geändert, dass das dann doch trotzdem passt. Denn sonst wäre es ja wieder zu leicht oder zu einfach. Dann pachtet man da jede Menge Flächen. Gut, man muss die natürlich auch zahlen, aber man würde dann dadurch ja einen höheren Kredit kriegen. Das läuft ja in der realen Landwirtschaft auch so ab, dass man, um etwas sich zu kaufen, Maschinen, Felder, was auch immer, dass man dann dafür Kredite aufnehmen muss oder Geld halt. In der Landwirtschaft gibt es ja auch Subventionen, aber das ist ja wieder eine andere Geschichte. Ja, so, wie ich auch vorhin schon erwähnt habe, gibt es viele, die das vielleicht anders da aufziehen würden oder machen. Aber ich habe mit den Kollegen zusammen, haben wir uns mal überlegt, wie man das starten könnte. Natürlich nach hinten raus oder nach später ist noch alles offen. Aber da wir ja Jahreszeiten haben, muss man natürlich auch den Winter überbrücken. Wenn man jetzt einen Kredit abzahlen muss, ist wie im richtigen Leben auch. In der Landwirtschaft hast du die meisten Einnahmen oder das meiste zu tun in der Sommerszeit, von Frühjahr bis Winter. Ähm, Im Winter, wenn du nicht gerade irgendwie Holz machen gehst oder sowas, hast du da nichts zu tun oder nicht viel und kannst auch nicht viel machen. Also brauchst du da natürlich auch eine Einnahmequelle, also am besten eine dauerhafte Einnahmequelle. Da wir aber so gut wie kein Geld haben, ist es natürlich auch wichtig, dass wir da Einnahmen haben. So, jetzt schaue ich mal, was feldtechnisch für uns interessant wäre. Hier ist zum Beispiel, hier wäre Weizen drin. Ah ja, das habe ich vielleicht noch gar nicht gesagt. Wir starten nicht wie der normale LS im Sommer, wo alles reif ist, sondern wir starten im März. Das heißt, wenn wir, gut, natürlich Getreide, manches Getreide, Wintergetreide ist schon gesät, aber andere Sachen zum Beispiel noch nicht. Man findet jetzt, wenn ich es gerade richtig gesehen habe, zum Beispiel kein Maisfeld, weil der ist noch gar nicht gesät zeitlich. Und daher müssen wir dann vieles noch sehen und das kostet natürlich auch wieder Geld. So, jetzt schaue ich mal. Für das, was ich gedacht habe, brauchen wir Gerste, Weizen, Zuckerrüben und Mais. Aha. Also die 31, das müsste Gerste sein. Die 44 und die 234 Weizen, die sind natürlich auch ziemlich groß. Die 37 hat Zuckerrüben. Schauen wir gerade mal. 37. So, jetzt hätte er. Also, hier sind wir jetzt bei der 37. Hier wären 90% möglich. Also werden wir jetzt mal hergehen und werden die 37 pachten.
Ihr seht jetzt also, durch das Angepasste ist der Pachtpreis am Tag, das ist natürlich umgerechnet auf die 12 Monate. Jetzt gehen wir auf Pachten. So, ihr seht, das kostet gleich richtig Geld, denn im Realen ist es eigentlich so, man zahlt die Pacht nach dem Jahr, also wenn man schon Einnahmen hatte. Hier, das ist aber vom Skript daher so gemacht, müssen wir die Pacht im Vorfeld bezahlen. Gut, das ist jetzt auch eine ganz kleine, das sind 8,96 Hektar. Da muss ich gerade nochmal schauen. Okay. Ja, also da sind jetzt Zuckerrüben drin, das müsste auch gepflügt werden, deswegen ist das auch schlechter. Aber das werden wir wahrscheinlich auch lassen, denn also ich habe nicht vor, hier alles da dann umzupflügen jetzt. Das machen wir dann nach der Ernte, bei dem, was schon gesät ist. Also die 30 zum Beispiel wäre jetzt, müsste man nicht pflügen, aber wir müssen wirklich sehr vieles pflügen. Schauen wir mal. 31, 31 wäre. Also leere Felder gibt es dann wirklich. Also dann holen wir uns die 31, 14,62 Hektar. So, das sind jetzt 3000. So, wie viel haben wir jetzt noch? 6149. Okay. Ja, das Geld nimmt ab. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir noch nehmen. Wie viel sind das hier? Also wir brauchen auf jeden Fall, das war jetzt Gäste. Mais brauchen wir noch. Hafer wäre natürlich auch gut, wenn wir was hätten. Wie war das hier? Bei der 41. Die 41. Ah, die müsste noch nicht mal gepflügt werden. Okay. So, 41. Die hätte auch ein richtig gutes Ertragspotenzial. Also, dann nehmen wir die 41 noch. Das sind 4,68 Hektar. Das ist auch nicht so teuer. So, jetzt haben wir noch 4980. Könnte man hier auf die 30 vielleicht das umarbeiten und Mais reinmachen.